Es gibt noch einen anderen Punkt. which is that in this fight, you can never quit. Man kann diesen Kampf niemals aufhören, Because the alternative is so horrible. weil die Alternative so furchtbar ist. To accept the conception of man as evil Das Konzept vom Menschen als böse zu akzeptieren, is to give up on the human race. dann würde man die menschliche Rasse als solche aufgeben. And then we're all animals. Und dann sind wir alle nur Tiere. And one of the things I've learned from working with Lyndon LaRouches for nearly 40 years Und eine der Sachen, die ich von Lyndon LaRouches in einer 40-jährigen Zusammenarbeit gelernt habe, is that if we make the commitment to never stop fighting, wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir niemals aufhören werden zu kämpfen, as long as there's one of us left, solange noch einer übrig ist, we're not going to be defeated. werden wir nicht besiegt werden. And when you get to a time like this, Und wenn wir in so einer Zeit ankommen wie der heutigen, where everything else has failed, wo alles andere gescheitert ist, that quality of leadership dann wird diese Führungsqualität will move a population. die Bevölkerung rühren und bewegen. And the best example in American history is Abraham Lincoln, Das beste Beispiel in der amerikanischen Geschichte ist Abraham Lincoln, who stood alone der alleine stand, with the conviction that the nation would survive. mit der Überzeugung, diese Nation wird überleben. And he had the quality of leadership Und er hatte die Führungsqualitäten, that inspired many people to march to war, die viele Leute inspiriert haben, in den Krieg zu ziehen, in a brutal war. in einem brutalen Krieg. And I'll give you a very quick example of how he fought with his own cabinet, Ich gebe Ihnen ein schnelles Beispiel, wie er mit seinem eigenen Stab kämpfen musste. because it gets to this point that Helga is making about classical culture. Weil da geht es dann darum, was die Helga mit der klassischen Kultur meinte. In May of 1864, the war was going badly for the North. Im Mai 1864 lief der Krieg sehr schlecht für den Norden. And the cabinet came to Lincoln and told him he should not run for re-election. Und dann kam das Kabinett zu Lincoln und sagte, er sollte sich nicht für die Wiederwahl aufstellen. Let's get someone else who can compromise with the South, Lass uns irgendjemand anders ranlassen, der mit dem Süden Kompromisse eingeht, who can make a deal. der ein Abkommen macht. And Lincoln called the cabinet into the White House that night. Und Lincoln rief sein Kabinett an diesem Abend ins Weiße Haus And he said, we're going to discuss your proposal. und sagte, wir werden euren Vorschlag hier diskutieren. And he said, get a comfortable chair and sit down. Nehmt euch einen bequemen Stuhl, setzt euch hin. And he read them the Shakespeare play, Richard III. Und dann las er ihnen Richard III. Vor, von Shakespeare. Now, Richard III is an interesting play, Richard III. Ist ein sehr interessantes because Stück, Richard is a bastard from the beginning to the end. weil Richard ein Bastard von Beginn zum Schluss ist. When you first see him, he's talking about killing his brother, Als er zum ersten Mal auftritt, redet er darüber, seinen eigenen Bruder umzubringen. hating times of peace. Er hasst Friedenszeiten. And he said he had to be this way because he was born misshapen, Und er sagte, er muss so sein, weil er Missgebildet. missgebildet geboren wurde. which is of course a metaphor. Das ist natürlich eine Metapher. Richard never changes. Richard verändert sich nie. And every single person who was better among his advisors, Und jede der Personen unter seinen Beratern, die ein bisschen besser waren, who knew he was bad and they shouldn't work with him, die wussten, dass er schlecht war und dass man mit ihm gar nicht arbeiten sollte, they all compromised. die haben alle Kompromisse eingegangen. And they ended up either dying in battle Die sind entweder an der Schlacht dann gestorben or being killed by Richard, oder von Richard umgebracht or worden. even worse, one of them married him. Oder noch schlimmer, einer hat ihn sogar geheiratet. And in the end, England would have been finished Und letztendlich wäre England am Ende gewesen, had Henry Richmond not come over from France wenn nicht Henry Richmond aus Frankreich gekommen wäre, to defeat Richard and set up the Tudor monarchy um Richard zu besiegen, dann die Tudor-Monarchie einzurichten, as Henry VII, als Heinrich who VII., made England the second nation state womit England dann zum zweiten Nationalstaat wurde, with help from France durch Hilfe Frankreichs and the development of a Platonist movement inside England. und auch der Hilfe einer platonischen Bewegung innerhalb Englands. Now, Lincoln read this play to his cabinet. It's 3 hours or so. Lincoln las das ganze Stück, das ist etwa 3 Stunden, in seinem Kabinett vor. And at the end, it was clear to people in the cabinet Am Ende war es den Leuten im Kabinett klar, that he was not going to make a deal. dass er keinen Deal machen würde. And within a month, the situation with the war turned around. Und binnen eines Monats war die Situation herumgerissen im Krieg. As Grant and Sherman started defeating the Southern forces. Weil die Generäle Grant und Sherman dann die südlichen Streitkräfte besiegten. Now, there's an attempt to destroy the image of Lincoln in my country.
Es gibt einen Versuch in meinem Land, das Konzept, das Bild von Lincoln zu zerstören. They say he was a closet homosexual Die sagen, der war so ein Besenkammer-Homo. or a henpecked husband. Oder so ein Henpecked, when the wife Ach is so, always so ein beating him up for the bad reasons. Pantoffelheld. Or that he was depressed. Oder er war depressiv. Well, he was depressed. Der war depressiv, He was standing alone defending principles of a nation weil er stand da alleine und hat die Prinzipien der Nation verteidigt. in which he was asking people to give their lives. Und er fragte die Leute danach, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. And he wrote letters to the families of almost every soldier who died on both sides. Und er schrieb Briefe an nahezu jeden Soldaten, der starb, auf beiden Seiten. So the sacrifice was real for him. Also dieses Opfer war für ihn sehr wirklich. And he was prepared to pay for it with his life, which he did. Und er war bereit, sein Leben zu geben, was er dann tat. When they attack Lincoln today, they ask, why did he like Shakespeare? Wenn die Leute heute Lincoln angreifen, dann fragen die, warum mochte er Shakespeare? And they said, well, maybe it's because he identified with Macbeth. Dann sagen sie, vielleicht identifiziert er sich ja mit Macbeth. That he was the killer and he was suffering because of his act of starting the war. Er war der Mörder und er hatte darunter zu leiden, dass er den Krieg anfing. So the people who write these histories Und diese Leute, die solche Arten von Geschichten schreiben, are moral imbeciles. sind moralische... Dummköpfe. It's clear who Lincoln identified with. Ist ja klar, mit wem sich Lincoln identifizierte. He identified with Shakespeare, Mit Shakespeare. with the fight to uplift people, Mit dem Kampf, die Leute zu erheben. using the highest principles of classical tragedy and drama. Die höchsten Prinzipien der klassischen Tragödie und Kunst zu benutzen. And Lincoln's sacrifice has inspired virtually any good person in the United States from that time to the present. Und Lincolns Opfer hat nahezu jede gute Person in den Vereinigten Staaten von damals bis heute an inspiriert. And Lincoln's an example of a good person Lincoln ist ein gutes Beispiel einer guten Person, who would never stop fighting. der niemals aufhören würde zu kämpfen. And so one of the things people are learning from Lyndon LaRouches, Eine der Sachen also, die man von Lyndon LaRouche lernt, besides the beautiful developments in science and classical culture, neben den wunderbaren Entwicklungen in der klassischen Kunst und der Wissenschaft, is that a person who's a real leader ist, dass eine Person, die ein wirklicher Führer ist, never stops developing themselves hört nie auf, sich selbst zu entwickeln and never gives up. und gibt niemals auf. And that's why I know we'll eventually win this fight, Und deswegen weiß ich, dass wir letztendlich diesen Kampf gewinnen werden, because we're not going to quit. weil wir nicht aufhören werden.